So, Dr. Percy. Sind die so creepy manchmal, ne? Die Sahara. So, ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Nee. Dann reden wir mal mit Percy Walwalker. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned Also ich debts? sehe dich. Dr. Walker, ich muss eine Gewebeprobe analysieren lassen. Vollständig. Hat ganz schön lang gedauert, dich zu finden. Nimm die verdammte Probe. Ich will überbringen das für die alte für eine alte Kollegin von dir, Adrian Shannon. Adrian sent you. She's... Did she look okay? Did she look okay? Wenn gut bedeutet, von einem Terrormord verletzt zu werden und zu überleben, dann ja. Sie lebt, wurde aber verletzt, als sie die hier für dich nehmen wollte. Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue sample. What? You can reattach a finger, Percy. So what exactly did she have you bring me? Zellen eines biofreien Terrormorphs von Tau Gourmet. Terrormorph-Zellen von einer Welt, die zu jung dafür ist. Adrian said that, huh? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. Ja, dann gucken wir uns das mal an, Kollege. Ich kann dir auch gerne helfen. Wie es aussieht, bin ich auch ein bisschen größer als du. Ich gehe vor dir rein. Red Devils. Hä, die Red Devils sind doch die mit den komischen Augen auch, ne? War das nicht so? Oliver Twist. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Natürlich. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Was für Müll auflebt der hier eigentlich? Nimm mir natürlich alles mit. All queued up. Let's gaze into this abyss. All right, just get those cellular markers. Ja, wollte auch gerade fragen. Was wolltest du denn fragen? Alter, was? Hier gibt's ja voll viele Sachen. Ich klaue denen jetzt ihre Vorräte. Ich hoffe, das ist okay. The fact that the UC was entertaining the notion of xenowarfare angers me to the core. Also ich habe mich voll erschreckt gerade. Ah ne, von da kam ich. Eieieiei, Leute. Was ist er denn jetzt? Da unten. Okay, wir folgen ihm mal. Jetzt tatsächlich doch ein bisschen weiter. Hörst du, wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten schon. Das sah komisch aus, aber egal. Nicht, dass alle denken, die Verfluchten. Nicht, dass alle denken, ich verfluche alle wie Tobran. Schreibt Tobran immer, dass er alle immer alle verflucht, oder was? Hier liegen aber auch Sachen rum, Freunde. Okay, wir reden jetzt erstmal mit ihm, da das ist viel Zeug, was hier rumläuft. Wer weiß, was noch kommt. You're not lying to me? Doch. Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Die Probe ist echt. Ich habe sie persönlich von einem Terrormorph entnommen. Falls was nicht stimmt, sprich mit Hadrian. Ich habe sie nur überbracht. Hadrian hat sich also nicht geirrt. Die Probe bietet Grund zur Sorge. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terrormorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian.
Tatsächlich ja. Adrian hat es mal erwähnt. It was. An entire city wiped off the map. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Die Befehle lauten, dich und die Analyse zu Hadrian zu bringen. Sie müsste im Six Circle warten. Mach dich fertig, wir sorgen dafür, dass es keine weiteren Angriffe gibt. Wir gehen. Sieh zu, dass du mich nicht bremst. Aber der Angriff auf Londinium war gewaltig, oder? Warum ist ein einziger Terramorph so schlimm? Because until now, the Terramorphs that wiped out Londinian had the good sense to stay put. What happened there? It was a tragedy, but at least it was contained. So to find evidence for a similar attack on a different world, well, we don't have enough information to know precisely what this means. But I doubt it's good. So I'd love to know what it is you're planning from here. Danke, Melly. Danke für die Fotos. Die Befehle lauten, dich zur Analyse zu Hadrian zu bringen. The circle, huh? Could use a drink about now. Here, Okay. faster if we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Okay. Alles klar. Adrian, ich nehme mir noch ein paar Sachen mit. Ich hoffe, das ist nicht okay für dich. Warum liegen hier überall Papiertaschentücher auf diesen Konsolen? Das macht mir Angst. Eieiei. Wenn du einen verfluchen würdest, dann im Positiven. Carrying enough clutter there, or should we find some more? Das geht dich gar nichts an, junge Frau. Ich nehme mit, was ich mitnehmen möchte, und das ist alles. Aloe Vera, oder was ist das? Hier, da haben wir eine Sicherheitstür. Hier auch. Das ist aber auch Riesenräume hier, ne? Eieieiei. Da ist auf jeden Fall versperrt. Ja, was ist das für ein Riesenlabor hier? Erstmal den Abwasch hier mitnehmen. Einfach. So. Ich frage mich, warum wir hier einfach alles mitnehmen können. Ist das nicht, wohnt er nicht hier eigentlich? Oder ist er hier einfach nur erstmal stationiert? Sedativum haben wir bekommen.
Das können wir nicht mitnehmen. Hier haben wir noch Zeug. Okay, da müssen wir hin. Bin ich hier schon durch? Nee. Taktik im Weltraum. Schiffsenergie. Energiewaffenversorgung 5% mehr Schaden. Das ist doch auch gut. Oh, und würde ich nicht immer alles mitnehmen, ne? Dann würden wir ständig solche Dinger verpassen. Okay, hier war ich dann dran. So viel Kleinkram, ey. So viel Klein... Ich würde gerne diese Serverfarm hier mitnehmen. Können wir die nicht einfach auf Schiff beamen oder so? Über die würde ich gerne arbeiten. Ich war alleine. Ganz einfach. Ich bin mal gespannt, was da jetzt für Sachen dann rauskommen. Jetzt bringen wir ihn zu ihr. Ach, unser Schiff ist auch da ganz hinten, ne? Voilà, so. Meter. Wo ist das Schiff gelandet? Hallo. Wo ist das Schiff gelandet? Hier oben wahrscheinlich, ne? Musste sein. Alles gut. Dafür sind die Alerts doch da, Mensch. Okay. Ist das Schiff, was eben runterkam? Ja, ne? Kann das sein? Celestial. Oh, low gravity gives me that feeling I have butterflies in my stomach.
Verstehe ich. Das muss geil sein, einfach so zu hüpfen, ne? Das muss richtig gut sein. So. Ich werde gleich mal ein bisschen fliegen. Dr. Percival. So komisch, dass das hier Energie abzieht, obwohl ich gar nicht in der Luft bin. Also obwohl ich mich überhaupt nicht so richtig bewege. Ich benutze ja eigentlich nur das Booster Pack. Sonst nichts. Hä? Da. Und warten. Sahara. Ich sag Percival. Der gute Percival. Ach ja. Ja, Leute, und sonst so? Oh, dieses Laufen. Mars for an entire year, and I'm convinced I'll never get used to the dusty air. Wie war denn so euer Wochenende sonst so? Habt ihr denn die Zeit genießen können? Und das, obwohl Sonntag war nicht so geiles Wetter, also zumindest hier in Hamburg nicht. Aber ich hoffe, bei euch war besseres Wetter. Dafür war Samstag okay, finde ich. Soweit ganz gut, das war schön. Hast du dich denn auskuriert? Ja, ne? Samstag hatten wir uns ja hier kurz im Stream gesehen. Also das war ja wirklich lang. Ich war auch Samstag so K.O., ey. Ja, Samstag war super in Hamburg. Ja, es liegt ja auch unter anderem an Hamburg. Ja, hab ich. Sehr schön. Also bist du dann ja auch wieder einigermaßen fitter, ne? Das ist schon mal schön zu hören. Ja, aber in derselben Arena, Melly, in derselben Arena, in der Edel Optics bin ich auch dieses Jahr noch. Tatsächlich. Aber halt zu einer anderen Band, ne? Aber ich freue mich drauf. Prominenz war da, muss doch das Wetter strahlen. Ja, genau. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Mit 24/7 am Arbeiten und keine Ruhe. Franzi, du hast ganz, ganz kleine Kinder. Ne? Also, natürlich ist es Arbeit. Obwohl, meine sind nicht mehr so klein und sind trotzdem noch viel Arbeit. Hätte am liebsten am Sonntag schlafen können. Okay. Der ist der Knaller. Der ist so lieb und lustig und verrückt. So was soll es noch geben. Viel wichtiger ist halt, dass man in seiner Musik auch tatsächlich halt einfach
Liebe zur Musik rüberbringt. Ne? Das kann auch nicht jeder schlagen können. Achso, ich hätte am liebsten am Sonntag schlagen können. Percival. My God. Du hättest jemanden schlagen können. You're an Eieiei. old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. Na, Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. hier. Mit wem unterhält sich denn Sahara da gerade? Folge Hadrian. Mach ich sofort. Think Hadrian's looking for you. Not the kind of person who likes to be Ja, kept ist ja gut. waiting. Danke. Friend Ja, to ist ja one gut. devil. Dann nehme ich im Hinterraum. Hi. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Ein bisschen mehr Scheißerei. Schießerei. Ja, ups. Ein bisschen mehr Schießerei, als mir lieb war, aber nichts, womit ich nicht klarkam. Schlimm ist genau das Wort. Ja. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Okay. Wenn jemand hohe Tiere um den Finger wickeln soll, bin ich dein Mann. Alle 4 Karten gekauft, also bestellt 2 VIPs und 2 Konzertkarten und ein VIP ist nur durchgegangen. Und ich poste ja viel. Hatte schon Kontakt zum Vater von Peyton, der hat uns dann eine VIP geschenkt, so lieb. Wie nur eine VIP ging durch. Also die Bestellung oder was? Oder wie meinst du das? Aber wie krank, ne? So einfach den Vater von Peyton, hast du ihn dann angeschrieben oder ist er auf dich aufmerksam geworden? Ja, das kann man ja. Was ist das? Was ist das Sperrvertrag-Archiv? Was hat das mit dem Freestar Collective von Haus Varun zu tun? Ja. Well, when the Colony War came to a close 19 years ago, with the signing of the armistice, 3 factions were involved in the negotiations. The UC, Freestar, and House Varun. They made a lot of decisions about what sort of tactics should and shouldn't be permitted in future conflicts. All information related to the things they decided should be banned was locked away in the archives. Now, it's possible to get things out of there, but only with the agreement of members from all 3 factions. And as to what our research is doing in there, well, I'll get to that. Okay. Wäre eigentlich am Samstag auf einer Hochzeit gewesen. Hätte am Freitag hinfahren müssen, bin ich aber nicht hingefahren. Ja, Gott. So wie du geschrieben hast, wie es dir ging, ist es besser, dass du zu Hause geblieben bist, ne? Das Kabinett, was ist das? The Cabinet's the UC's highest governing body. The President, top military brass, scientific and diplomatic division heads. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. Ja, komisch, die standen nicht mit drauf auf der Liste. Und der Papa hatte mich angeschrieben, dass bei Facebook das Fakes-Account sind und die möchten seine Fans in Ruhe lassen. Okay, krass. Das klingt, als wärst du hinter Wald- und Wiesendaten her. Die Erklärung reicht mir vorerst. Über 20.000 Accounts mussten die melden, die sich als Peyton ausgeben. Ei, das ist krass. Of course. You deserve the full story. Percival and I,
we're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Aber warum? Also vor allem unehrenhaft anscheinend, ne? Was seid ihr beide dann? Komme ich etwa ins Gefängnis, weil ich euch geholfen habe? Ich hatte mich schon gefragt, ob du mir das überhaupt mal erzählen würdest. Das erklärt immer noch nicht, warum die Terramorph-Daten im Archiv sind. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. Ja, meine Tochter war so traurig, hatte Tränen im Gesicht, weil sie keine VIP-Ticket hatte. Dann hat der Papa ihr das gegeben, so liebe Menschen. Oh, krass. Oh, das ist cool. Sehr schön. Das heißt, dein Töchterchen war dann auch noch mit da. Schön im VIP-Bereich. Sehr geil. Der Traum, warum weiß ich, dass die Daten nicht gefährlich sind? Warum sollte uns das Kabinett nicht helfen? I mean, I hope they will, given the evidence we've acquired. But getting the Freestar Collective and House Varun on our side, that won't be easy. Since neither group is exactly on great terms with the UC at the moment, for various reasons. Exactly. It's going to mean negotiations and deals and plenty of diplomatic legwork to see this through. But I don't see a better option to solving what's going on here. So it's gonna be up to us to get them on board. Toll finde ich jetzt nicht, dass du mir was verheimlicht hast, aber ich kann dir wohl helfen. Okay, wir sollten mit diesem Kabinett reden. Ja. Alright. Alright. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. Okay. You two are gonna need it. Okay. 8300 und ein Skill Point. Sehr schön. Den nehmen wir auch direkt. So, was nehmen wir denn? Wie sieht das hier mit den Schiffen aus? Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar, ne? 30, immer noch 19. Eieieiei. So, aber ich würde eigentlich ganz gerne vielleicht hier nochmal Gewichtheben machen. Okay. Ach, Kapazität von Schiffen, Booster Pack Training. Geschwindigkeit um 10%. Analyse. Hier, da brauche ich noch ein bisschen was. Astronomie, was haben wir hier? Einschüchtern. Die Flucht zwingen. Verhandlungsgeschick. Plündern, überzeugen. Das ist vielleicht für die nächste Mission sehr, sehr wichtig. Das nehmen wir mal. Schöne Überredungskunst ist, glaube ich, gut. Oh nein, das ist aber nicht von dem Papa. Ja, auf jeden Fall. Das Coole daran ist ja einfach, dass dann einfach so die Familie dann noch damit hintersteht. Ne? Das ist halt das Krasse. Ne? Meine Tochter ist 8 und hatte einen Behindertenausweis, weil sie Diabetes Typ 1 hat, was nicht wieder weggeht. Ja, das stimmt allerdings. Aber umso schöner tatsächlich, dass dann Leute da einfach sind und das so unterstützen und so einsichtig sind, ne? Also das ist eine starke Nummer vom Vater. Das ist eine richtig starke Nummer. Kaffee-Kick.
Würzige Würmer. Eieiei. Tschüss. So long. So long. Okay, hello. Hallo. Der alte Frosch. War auf zum Schiff. Und weil ich den Sänger so klasse finde und alles immer kommentiere und poste, kannte er mich schon vorher. Das heißt, er hat deinen Namen schon mal gelesen. Das ist noch stärker. Immer präsent sein muss man, ne? Präsent sein. Wenn man präsent genug ist, kriegt man auch seine Sachen, glaube ich. Ändert nichts an der Tatsache, dass das eine starke Nummer vom Vater ist. Hallo, Bosco. How can I be of service, Captain? Oh Gott. I picked up something you might be interested in. So, oder abgehoben. All right, let's see what's out there. Adieu. Hell of a view from here. Genau. Das merken sich die Leute halt sowas. Ja, richtig. Treue wird auch manchmal echt bezahlt, ne? Das muss man auch sagen. Und Treue ist sau wichtig, finde ich. Switching over to standard engines. Be advised, you are entering United Colonies space. Please maintain course and prepare to be scanned. Hey, Entschuldigung. Scan complete. Danke. Ich würde gerne landen. Mass District. Ich würde gerne in New Atlantis landen. Weil da ist auch der Handel links da, ihr wisst schon. Ach, wie heißt denn das? Diese Handelsposten. Wenn man immer was postet oder kommentiert, ja. Richtig. I picked up something you might be interested in. Hast du gar nicht. Need some work done? Hüpft das. Ei, sehr gut. So, wir wollen ein bisschen was verkaufen, ja. Berserker Bridge. Ungefähr, das habe ich. Ja, okay. Das ist im Schiff, ne? Verkaufen. Machen wir erstmal hier weiter. Waffen. Kleidung. So ist ein sonstiges. Radspule hatten wir aber auch. Aber ich habe die Tickets hintereinander gekauft. Ich hätte entweder 2 gleich bestellen müssen auf meinen Namen oder 2 verschiedene Namen. Nur da hatte das Geld gerade nicht, um beide zu bestellen. Dann 2-mal Melly war wahrscheinlich nicht gegriffen worden. Komisch. Okay, das kann natürlich auch sein, ne? Vor allem VIP-Tickets sind ja auch immer personenbezogen, ne? Das heißt, da steht der Name drauf, oder? Vielleicht deswegen. Was habe ich da gerade verkauft? Ich habe gerade irgendwas verkauft, was richtig teuer war. Irgendwas richtig Teures habe ich gerade verkauft. Verzierter. Ach, verzierter Statar. Ah, der war das. So, verkaufen. Hier habe ich immer noch so viel, ne? Hilfe. Habe ich hier irgendwas noch drin? Irgendwas? Rucksäcke, Anzüge. Anzüge? Wieso habe ich so viele Anzüge dabei? Das Veterans Anzug, Space Trucker. Weg. Weg. Der... Ich glaube, den behalte ich. Weg. Das ist das, was ich im Schiff habe. Oder sollte ich hier nochmal drin bleiben? Hilfe. Hier war nichts mehr.
Munition, Anzüge, Waffen. Wollte ich behalten. Die auch. Aber die kann ja weg, ne? Radioaktiv. Versucht zufälligen radioaktiven Schaden und demoralisiert das Ziel. Jetzt braucht die 27er. Warum habe ich das eigentlich noch dabei? Das ist ja Quatsch, normalerweise. Shock Trooper. Weg. Ey, Mietenpistole, Bridger, Magshot. Da habe ich noch so viele Waffen drin. Alles klar. Ein paar Helme habe ich auch noch. Ich sollte vielleicht irgendwann nochmal was anbringen. Ist hier noch irgendwas? Wo ist der Injektor? Paramur. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Dann quatschen wir mal mit denen. Aber jetzt im Mass District. You will be scanned as you enter the city. Please. Okay. No bounty. Mass District. Bing. Bing. Only one point of Moera's patrol route to work from. That's how it goes sometimes. Ne, hier die erste Ordnung. Captain! Over here! Hi, Adrian. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. Okay. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Oh. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Wir haben zwei Leute die Zugfahrzeiten und S-Bahn-Zeiten rausgeschrieben. Beide waren verkehrt. Für die S-Bahn saßen in der falschen S-Bahn. Hab dann gefragt, weil mir das komisch vorkam, musste dann raus warten. Dann ist die S-Bahn, ist die Bahn 20 Minuten gefahren und wir kamen zu spät. Aber haben es nicht geschafft. Zum Glück. War so aufgeregt und durchgeölt. Ja, das glaube ich dir. Wo bist du denn ganz hingefahren? Also normalerweise ist die Tour halt echt locker dahin. Wollte mein T-Shirt eigentlich noch anziehen. Nicht geschafft. Alles gut, verstehe ich. Aber wo haben die dich denn hingeschickt? Auch ist das, wie war das? Kanntest du die Leute, die das rausgeschrieben haben, oder? Gibt es noch andere aus deinem Programm, andere Klone? I'm the last.
A few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like. But most of the rest were deployed to the front lines during the Colony War, and they never came back. Not a day goes by where I don't think about what the world would look like with them still in it. Ja, die kannte ich. Ich habe mich darauf verlassen gehabt. Ja, miese Nummer. Ganz einfach. Also, wer weiß, ob das mit Absicht war, ne? Ja, du bist ein Klon von einem Mann. Wie geht das bitte? Gute Frage. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right term for our relationship, thanks to the amount of donor material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels. But there's no denying the fact we're inextricably linked. Krass, ein Klon, ey. Dieser Victus muss ein beeindruckender Commander gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollte. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Die erstmal nach Pinneberg gibt es 2 Stück und ich musste ja nach Wilhelmsburg. Ja, du musst definitiv in die andere Richtung, ne? Ah, mies, ey. Was hat der Vater getan, um seine Hinrichtung zu rechtfertigen? He had his men open fire on civilian ships during the Battle of Cheyenne. A battle that he ultimately ended up losing anyway, devastating the UC fleet and bringing the Colony War to an ugly end for the UC. But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during their outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. Krass, wow, und ich dachte, meine Familie wäre kompliziert. Du nutzt mich also, um sie abzulenken. Klasse. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Deine Familie klingt nicht nach sonderlich guten Menschen. Du bist... Razzi, Dankeschön, Dankeschön. Mit einem Raid von 7 Leuten. Willkommen an alle. Wie geht's? Wie steht's? Du bist nicht dein Vater. Wenn das Kabinett das nicht so sieht, ist das deren Problem, nicht deins. Ja. Ja. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Aloha. Deine Augen sind so rot. Kommt das vom Klon? Nee, das kommt von den Arbeiten an Eisen. That's actually a souvenir from my time on Mars. The Red Devils unit I was a part of, they were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Razzi, wie Folks geht's dir? used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. Die Frau hat einen wirklich sehr komischen Blick. Included. Die ist ein Klon Where the name Red von einem Devils Mann. came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. Das ist doch nett. Wärst du bereit, mehr über deinen Vater zu erzählen? Gute Frage. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy. Perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me, too. But Victus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. Okay.
Mir geht soweit ganz gut, das Übliche halt, ne? Okay, also wie immer. Sie freut mich aber zu lesen. Hast du eine Idee, was ich zum Kabinett sagen sollte? It's hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. A colony wiped out, and a lot of lives lost. Something we don't want anyone else to have to experience. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn wir die Daten bekommen? Eye strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous, which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Okay, ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen. Ich habe keine Paare, nein. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go.